Heimweh, du willst einfach weg. Herzlich willkommen beim Campingcheck. Liebe Freunde der rollenden Freizeit, diese Sendung ist für euch. Ja, denn wir wollen zusammen rausfinden, wie viel Luxus braucht man denn eigentlich beim Camping? Wir werden deswegen für jeden auch was dabei haben. Wir haben ein innovatives neues Dachzelt zum Aufblasen, müsst ihr gesehen haben. Außerdem werden wir einen sehr, sehr netten Selbstbaucamper treffen. Den König der Luxuswohnmobile. Also das habt ihr garantiert noch nicht gesehen. Und ein sehr, sehr innovatives neues Portal, wo jeder eigentlich sein Traumwohnmobil finden kann, um das zu mieten. Sehr günstig auch. Und die Leute, die ein Wohnmobil haben, die können es da anbieten. Also eigentlich sowas wie für uns. Jeder hat da was von. Ne? Mit dabei ist wie immer die Pamela, mein 28 Jahre altes Wohnmobilmädchen. Sie hält auch tapfer durch. 140.000 hat sie fast gelaufen. Noch nix. Und außerdem, ihr kennt ihn vielleicht auch schon, mein Kamerakumpel Lukas. Hi, grüß euch. Auch gut erhalten. Und wie immer geht es beim Campingcheck auch um richtig, richtig schöne Campingplätze. So wie den hier, der Campingplatz Naumburg. Richtig schick gelegen, fast genau in der Mitte von Deutschland, im Landkreis Kassel. Auf geht's, den Platz entdecken und die Nachbarn kennenlernen. Und das Beste, das machen wir nicht zu Fuß, sondern Sven und Odette, denen gehört ja der Campingplatz hier und die haben uns ihr Campingmobil zur Verfügung gestellt. Damit werden normalerweise die Kinder durch die Gegend gefahren. Ein abgesägtes Auto. 5 passen rein. Ist ja auch richtig bequem. Ja. Aber hier ist Selbstfahrer angesagt. Mit diesem selbstgebauten Traktor. Ich liebe solche Teile. So, ein bisschen vorglühen müssen wir. Und da kommt er. Da ist er. Auf geht's. Luki, spring auf. Auf geht's. Campingplatz entdecken. Ah, ist das was? So cool sind wir noch nie gefahren. Oh, guck mal, da geht's ja schon gut los. Was ist denn das für ein Mini-Wohnmobil? Ne, dahinter, guck mal. Das ist ja cool. Guck dir das an. Das ist ja, also wenn etwas Knutschkugel verdient hat, dann das Teil, oder? Hallo, ich bin der Friso. Wer seid ihr beiden denn? Hallo, ich bin Anne Lingenberg. Anne und? Helmut Lingenberg. Wir sind beim Du, oder? Hier auf dem Ja, Campingplatz? sicher, Das klar. ist so. Das ist ja, ist das euers? Ja, das ist unser Reisewohnwagen. Euer Reisewohnwagen. Dürfen wir mal reingucken? Ja, sicher. Womit wart ihr denn da bislang? Holland, Österreich, ja, Deutschland. Ganz Deutschland. Ja. In dem kleinen Ding. Aber In das dem ist doch kleinen jetzt. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Doch. Ihr beiden, kompletten Ja. Urlaub. Und wie lange immer so? Och, 3 Wochen. 3 Wochen. Ich bin ja gespannt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. 3 Wochen, Lukas, ein bisschen. Weiß ja nicht. Ach, guck mal an. Nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das, Ja, das ist ja alles- richtig groß. Alles, was im Großen auch ist, außer Toilette. Toilette ist nicht drin. Nee, die ist nicht drin. Gut, ist ja meistens auf dem Campingplatz. Ja, irgendwo. genau, richtig. Genau. Da hat 2 Flammenkocher, eine kleine Spüle. Spüle, Darunter ist ein kleiner Kühlschrank. Alles da. alles da. Da ist unser Wäscheschrank. Der Wäscheschrank. Also das ist wirklich jetzt, das hätte ich nicht gedacht, das sieht von außen so klein aus. Und wo schlaft ihr dann? Wird wahrscheinlich der Tisch runtergeklappt, Die ist ne? runtergetan. Bis hierhin geht er dann. Und dann haben wir da so 2 so Zwischenpolster hier unten drunter. Ja. Die legen wir drauf. Und dann klappt man die hinten runter. Hier rum. Und da ist das Bettzeug drin. Und dann ist das Schlafen fertig. Damit seid ihr aber schon die Helden auf jedem Campingplatz, oder? So ungefähr, ja. Oder? Da spricht sich jeder Ja, ja. davon. Hat das ein Teil einen Namen bei euch? Ja, so einfach unser Schwalbennest. Euer Schwalbennest. Ja, steht hier vorne dran. Gibt es die oft, die Teile? Da gibt es nur rundweg 450 Stück so ungefähr. So wenig. Ja. Und habt ihr nie das Gefühl gehabt, ihr braucht mal was Größeres? Nee, wir waren früher mit dem Großen unterwegs. Ja. Und ja, da braucht man immer ein großes Auto. Und das Ding hier, das kannst du mit jedem Auto ziehen. Dürfen wir auch mal reingucken? Bei Ja, uns in den sicher, Rosen? klar. Bitte, Ja. nach euch. Sag mal, ihr beiden, was kostet denn so ein kleines Schwalbennest? Die haben ja keinen Wertverlust, die Dinger. Die liegen Ja. immer noch zwischen 7.000 und 9.000 Euro. Oh Gott, okay, gut. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Bitte. Ja, ja, ich mach mal auf. Wie alt ist das Wohnmobil hier? Der ist rundweg 15 Jahre alt. 15 Jahre alt. Ja. Ach, guck mal, nochmal so kuschelig. Aber da hast du jetzt schon ein bisschen mehr Platz drin, ne? Ja, gut, okay.
Wie viel Luxus brauchen wir beim Camping? Was sagt ihr? Nicht viel. Ne? Also, wir auf jeden Fall Wir nicht. Also, Deswegen, brauchen der nicht Kleine so viel. reicht zum Reisen immer. Man ist ja viel draußen. Man ist viel draußen, ne? Ja, Und das ist genau. der Luxus, oder, Ja. oder was würdet ihr sagen? Ja, das ist der Luxus, ja. Wie oft seid ihr hier? Ach, jetzt sind wir Rentner, da sind wir sehr oft. Jetzt hat man Zeit, Wir oder? verbringen fast den ganzen Sommer hier. Also eigentlich seid ihr Dauerurlauber. Ja, so Dauerurlaub, ungefähr. kann man ja. auch sagen, ja. Und wenn wir dann mal Lust haben, dann hängen wir den Kleinen an und fahren einfach los. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch immer eine gute Tour. Danke. Passt auf euch auf. Jo, Und machen danke, wir. dass wir mal gucken durften Ja, in sicher, euer kleines Bitteschön, gern geschehen. Mini-Wohnwegelchen. Ja. Das ist wirklich bis jetzt eigentlich das Kleinste, was wir gesehen haben, Lukas, oder? Viel kleiner geht's nicht mehr. Weiter geht unsere kleine Platzrunde. Guck mal. Da gibt's Cocktails, Friso. Super. Hallo! Das sieht aber jetzt sehr, sehr chillig aus bei euch. Ja, wir lassen es uns gut gehen. Das sieht man. Was ist hier der Camping-Cocktail? Was ist da so drin? Alles, was der Kühlschrank so hergibt. Saft und ein bisschen Alkohol, aber nur ein bisschen. Reste trinken sozusagen. Ja, so ungefähr. Was ist für euch Luxus beim Camping? Das Beisammensein Genau. auf jeden Fall. So an nichts denken eigentlich. Genau. So Machen, ganz wo man- gechillt den Tag so laufen lassen. Das klingt nach einem Plan. Ja. Dann euch erstmal ganz viel Ruhe und Entspannung und Luxus. Dankeschön. Ciao. Ciao. Statt kühlen Drinks auf Ibiza mal ein schicker, selbstgemachter Camping-Cocktail. So lässt es sich leben hier in Naumburg. Wegen Corona sind gerade nur die Dauercamper erlaubt. Resi, ich hol die mit mal Traktor ab. Resi, guck mal, das sieht hier aber mal, das sieht nach Luxus aus. Ah, ein gelbes Kennzeichen, unsere holländischen Freunde. Ich bin ja auch halber Holländer. Meine Mama kommt nämlich aus den Niederlanden, die Elli. Hallo Mama. Lukas, wie war's? Super, aber ein bisschen schwierig auszusteigen. Ja, Top. Also es ist sehr gut. Auf So. geht's. jetzt guck dir das mal an. Verhältnis Vorzelt zu Wohnwagen. Da kannst du eigentlich im Winter den Wohnwagen ins Vorzelt stellen. Und noch ein Erkennungsmerkmal, die Klompen. Hallo, dürfen wir mal stören bei euch? Ja, gerne. Kommt rein. Wir drehen gerade einen Film über das Campingglück und über Luxuscamping. Ach so, Wer seid ihr beiden? also ich bin die Astrid. Und Giovanni. Giovanni. Ja. Das ist aber jetzt kein holländischer Name, ne? Nein, aber doch. Ich bin holländisch. Entschuldigung, ich bin Friso, das ist Lukas. Hallo, servus. Mein Vater heißt zufällig auch Friso. Nee, Doch? ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen, der auch Friso heißt. Nein, hört man auch nicht oft. Warum seid ihr denn jetzt hier bei uns in Nordhessen, in Holland? Es ist doch auch so schön. Ja, ich glaube, jeder will dahin, wo er nicht wohnt, oder? Ja, okay, das stimmt. Aber also hier in Naumburg, ja, für uns ist das wirklich genießen, dass es so schön ruhig ist. Darf ich mal rein? Ja, gerne. Und wer ist er hier? Das ist unser Nolan, Nolan. unser weißer Schäferhund. Oh, ist Der ja ist plüschig. ganz Lukas, guck mal. freundlich. Oh, Der hat vielleicht ein bisschen Angst, er weiß gar nicht, was da los ist. das ist aber schon richtig geräumig bei euch. Ja, Wie oft seid ihr denn hier? also wir versuchen normalerweise wenigstens einmal im Monat da zu sein. Doch so oft? Ja. Und wie lange dann? Immer so übers Wochenende? Übers Wochenende, ja, wir müssen ja auch arbeiten. Wie viel Luxus braucht man als Camper? Ruhe ist Luxus. Zu Hause muss ich immer arbeiten. Hier nicht, das ist Luxus. Das ist für euch Luxus. Ja, wir haben ein Fernsehen, wir haben Bücher. Das reicht. Das reicht. Nur Also es nichts geht, machen. es geht schon um das Einfache im Prinzip. Ja, das ist Ne? einfach. Ja. Dann ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir mal gucken durften. Groetjes nach Holland. Ja, danke Passt dir. gut auf euch danke auf. Dir. Danke. Und machen ganz wir. wichtig, grüß mir den Friso. Ja, das mache ich. Danke. Euch eine schöne Zeit. Tschüss. Da. Stellplätze für Dauercamper gibt es hier ab 1.000 € pro Jahr. Ist das schön hier, oder? Wir sind mit der Odette verabredet. Der gehört der Campingplatz mit ihrem Mann zusammen. Die haben nämlich so schöne Hüttchen für all die Leute, die vielleicht noch kein Wohnmobil haben, aber schon mal so ein bisschen Campingglück erfahren wollen. Odette, hallo. Hi. Das sieht ja toll aus. Du hast am Telefon schon gesagt, das ist so ein bisschen dein Spleen, so kleine Häuschen, ne? Ist es auch.
weil es ist einfach schön, oder? Und die kann man hier jeder bei dir mieten. Genau, kann man. Warte, ich ziehe mich erstmal an. So. Das sieht auch Wieder. schick aus. Schick, ne? Dürfen wir mal reingucken? Aber warte, ich gehe aus dem Weg. Guckt rein. Eine Seite sozusagen Elternschlafzimmer. Die andere Seite ist dann für die Kinder. Das habe ich noch nie gesehen. Was Das ist die Coco Suite. Die kommt ursprünglich mal aus Frankreich. Oh, ist auch alles ausgestattet hier. Aber natürlich, also für ein gutes Frühstück ist erstmal alles da. Das ist ja schön. Außer hier. das Essen fehlt. Das Essen, ja, das kann man ja mitbringen. Was kostet das? So um die 40 € die Nacht plus Endreinigung. Ich habe da noch so ein schönes buntes gesehen. Wollen wir da mal hingehen? Meinst du mein Hexenhaus? Dein Hexenhäuschen. Ja, Ah, das ist schon ein tolles Teil. Sag mal, du hast den Campingplatz mit deinem Mann zusammen, ne? genau. Wie seid ihr dazu gekommen? Also das wie war- wird man ein Campingplatzbesitzer sozusagen? Ja, über Umwege manchmal. Ne? Wir haben uns zu unterschiedlichen Zeiten gearbeitet und wollten gerne irgendwas zusammen machen. Ja. So, und dann war die Überlegung, was macht man denn zusammen? Ne? Ja, und dann haben wir irgendwann überlegt, Campingplatz wäre ja nicht schlecht. Und dann haben wir den gefunden sozusagen. Oder der Platz hat, besser gesagt, der Platz hat eigentlich uns gefunden. Wir waren vorher schon mal hier auf dem Platz. Und ja, jetzt sind wir es werden jetzt 8 Jahre, was wir hier sind. Und total glücklich. Total glücklich. Oh, das sieht ja stark aus. Ja, das ist das Hexenhäuschen. Das ist ja schon, also das ist wirklich super gemütlich. Ja, ist es auch. Vor allen Dingen, du kannst schön gucken, hast deine Ruhe hier oben. Ach guck, da oben hängt sogar die Hexe. Aber natürlich heißt es auch Hexenhaus. Ist schon eine Leidenschaft geworden auch. Ihr liebt diesen Campingplatz. Ja, musst du auch. Ich denke auch, wenn du, also ich habe immer die Devise, wenn du irgendwas machst, musst du das mit dem Herz machen, sonst bringt es nichts. Und ja, es ist schon schön, es macht schon Spaß. Ein Hütchen habe ich noch gesehen. Dürfen wir noch mal? Ja, aber natürlich, das ist der Schäferwagen. Das ist aber echt schick. Der fährt aber nicht wirklich noch, oder? Och, wenn du Pech hast, vielleicht einen Hang runter. Aber wir wollen es eigentlich nicht hoffen. Ach, deswegen sind da. Ach, guck mal hier, Lukas. Ja, wir haben es ein bisschen festgemacht. Extra eine kleine Metallbefestigung. Ja, genau. Nein, also er sollte, wenn es geht, nicht fahren. Man weiß ja nie. Ui. Ja, das ist unser Schäferwagen. Das ist aber wirklich echt gemütlich bei dir. Und da wachst du mit diesem Blick morgens auf. So lässt sich's leben. Ja. Was ist denn das Besondere an deinem Platz? Sag mal. Also aus deiner Sicht jetzt natürlich. Ich finde ihn schön. Ich habe sehr nette Menschen kennengelernt bis jetzt. Ja, ich denke, das ist auch viel, also ich sag mal, erstmal machen es die Menschen, ne? Denn ich sag mal, bei uns die Rondelle, das ist halt schon mal ein bisschen was Besonderes. Das wird ganz gerne von den Leuten genommen. Auch gerade, wenn sich mehrere treffen wollen, ist das natürlich optimal. Da kann man sich so kreisförmig aufbauen. Genau. Ne? Campst du noch selber mit deinem Mann? Wann denn? Keine Zeit mehr. Fulltime-Job hier, oder? Ja, also ich sag mal, Campingurlaub ist schon toll. Und dann euch noch eine ganz tolle Zeit hier. Ja. Wir haben nämlich noch ein bisschen was vor. Das ist schon schick hier, ne? Also, und echt ruhig. Schön auf dem Land. So, wir müssen uns stärken. Ein Stückchen Kaffee aus meiner neuen Campertasse. Super. So, wir wollen nämlich ein Dachzelt ausprobieren. Das ist ganz neu und das Besondere ist, das kann man auf jeden Van drauf montieren. Den Van haben wir da schon stehen. Das ist das Technikauto vom Lukas, ne Luki? Da hast du dein ganzes Gerempelzeug drin. Zum Glück habe ich den. Und das hier eben, das ist das Zelt. Dann könnte ich ja darauf schlafen dann. Ja, tatsächlich, das wird aufgeblasen. Das ist das Besondere daran. Ich habe keine Ahnung, wie wir es machen, aber wir fangen einfach mal an. Hier steht schon Left, Right, also so müssen wir es nachher drauflegen. Und wir gucken schon mal rein. Ja, hier ist die Leiter drin. Die Pumpe ist nicht dabei. Oh, das macht aber nichts. Ich habe nämlich immer dabei einen kleinen Kompressor. Der läuft nämlich über Zigarettenanzünder. Also auspacken, hoch aufs Dach damit. So, zuerst müssen diese Blindstopfen hier raus. Und dann kommen 4 Schrauben rein. An jeder Ecke eine. Das haben aber die meisten Vans auch. Und damit wird es befestigt. Bis 60 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit soll es nämlich halten. Es ist auch schon schön windig. Es bleibt spannend. Und das ist auch schon die Leiter hier. Die ist ja gleich dabei. Und die kann man dann schön dazu benutzen, die Schrauben in die Löcher reinzuschrauben. Left, right, guck mal. So. Tada! So. Eingehängt. Hier, das ist auch schön, hier sind so kleine Stopper drüber. Stoppersöckchen, guck mal, damit es keine Kratzer gibt. Also mitgedacht haben sie ja. Und jetzt Sieht da ein Plan aus. aufblasen. Jetzt wird's spannend.
Jetzt kommt Luft rein. Also jetzt soll es sich ja komplett aufrichten. Kompressor, hier oben kommt es rein, der Schnibbel. Also ich bin jetzt Ich bin mega gespannt. Ich bin total gespannt. So, Knopf an und. So, das Besondere ist, hier bläst sich jetzt auch eine Luftmatratze drin auf und darunter ist ein richtiger Lattenrost. Also das scheint mir sehr bequem zu werden. Das entlastet natürlich auch ein bisschen das Dach, also da gibt es da keine Dellen. Es ist insgesamt, finde ich, bis jetzt sehr gut verarbeitet. Bläst sich auch schön auf und Lukas, ich finde, du machst nachher mal Mittagsschläfchen zum Das Testen, finde ich oder? auch. Ist ja auch mein Bus. Ja? Ja. Mein Bus, mein Zelt, mein Mittagsschlaf. Super, freue ich mich drauf. So, Luki, es ist angerichtet. Wein gehabt. Mittagsschläfchen, Kann komm. Mittagsschlaf machen. Hast du dir das denn heute auch schon verdient? Ich glaube schon, Friso. Das weißt du ganz genau. Wo bist du denn? Ah, das ist gemütlich. Super. Ja? Ja. Das ist aber schön. So, Friso, ab jetzt lass mich in Ruhe. Ja? 1 Stunde. Bye, bye. So, Mittagspause rum. Mal sehen, was der Luki macht. Luki? Und? Schon wieder rum. Ist bequem? Ah, super. Nee, jetzt mal ehrlich, es ist gut. Echt super. Ja, ganz weich. Ja. Mehr braucht man nicht. Also 2 mehr Leute braucht wird man gehen? zum Glück. 2 Leute, die sich gut verstehen, passen perfekt hier rein. Ja. Zeig mal von innen. Mehr braucht man nicht zum Campingglück. Ja, geht's nach hinten. Taschen da. Schön. Ja, Alles klar. also kann man nicht meckern. Bist du ein bisschen ausgeruht? Ich bin ein bisschen ausgeruht, aber ich würde gerne noch ein bisschen bleiben, Friso. Ein bisschen weiter, komm. Alles klar. Bye, bye. So ein aufblasbares Dachzelt gibt es für rund 550 €. Und da ist sie, diese wahnsinnig schöne Landschaft in Nordhessen. Da kommst du allein beim Fahren schon runter. Wir sind verabredet. Von Naumburg geht's für uns ins hessische Neukirchen, zum König der Luxuswohnmobile. Aber als wir kurz vorher Rast machen wollen, passiert plötzlich das. Guck dir das an, Friso. Was ist denn das? Ich werde verrückt. Komm, den gucken wir uns mal an. Das habe ich jetzt aber auch noch nicht gesehen. Selbst gebaut, oder? Wo? Hallo? Hallo, Hi. hi, Wer bist du? ich bin Alex. Alex, und was ist das? Das ist mein kleines Wohnmobil. Das hast du selbst gebaut. Ja, genau. Dürfen wir mal gucken kommen? Ja, kein Thema. Komm einfach rein, am besten auf der Seitentür. Hier. Ja, genau, hinten habe ich gerade die Fahrräder dran. Das ist, Wahnsinn! was ist denn das hier? Ja, es ist eher ein darf ich- Lebensmitteltransport gerade. Deswegen ist das alles etwas vollgestellt, aber Man muss hier ja richtig reinkrabbeln. Alex, genau, richtig. wohnst du hier? Ich habe die Kiste vor 6 Jahren ungefähr gebaut und bin dann 3 Jahre damit durch Europa getourt. Und habe dann 3 Jahre tatsächlich fast jede Nacht drin geschlafen und drin auch gewohnt. Wo warst du denn überall? Das hat mich so eher nach Nord-Süd in Europa gezogen, also Schweden, Dänemark, Italien hauptsächlich. Und habe da viele Eindrücke gewonnen und habe viel Spaß gehabt auf der ganzen Fahrt. Genau. Wovon hast du gelebt? Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe vorher ganz gut verdient und habe dann das Ersparte quasi abgelebt. Was hast du vorher gemacht? Ich war vorher im Großhandel tätig Okay. und habe mir dann irgendwann gesagt, dass das nicht das ist, wofür ich stehen möchte im Leben. Und habe mich dann halt dazu entschlossen, die Abfindung und halt diesen ganzen Konsum quasi hinter mir zu lassen und mich auf das Wesentliche zu reduzieren. Was zum Beispiel hier drin endete. Das ist ja, du hast ja sogar einen Kamin hier in der Ecke. Naja, also ich habe hier ein bisschen Holz mit dabei, eigentlich immer auf Tour. Das heißt dann quasi, dass ich mit einem Holzscheit fast den ganzen Tag heizen kann bei so einem kleinen Raum und gute Dämmung. Und es ist auch gleich der Papierkorb. Ja. Wie lange hast du daran gebaut? Also das ist unfassbar gemütlich, muss ich jetzt mal sagen. Also ich baue immer noch weiter. Das ist halt, wie schon gesagt, vor 6 Jahren angefangen halt zu bauen. Ich bin noch lange nicht fertig.
Das kam alles so nach und nach, aber für den eigentlichen Bau, also für die Grundkonstruktion im Aluminiumrohrstil mit ansonsten nur Holz, also innen, außen und Holzdämmung, alles auf ökologischer Basis, habe ich 1 Monat ungefähr gebaut. Oh, das ist aber handwerklich begabt. Was hat es gekostet? Viel spannender. Das ist eine sehr gute Frage, ich habe es nie ausgerechnet, ich weiß es einfach nicht. Schätz mal. Grobe Schätzung wäre 1.000 Euro für das Aluminium, für die Rohrrahmen und nochmal ungefähr 1.500 bis 2.000 fürs Holz komplett. Und dann nochmal, dann sind wir bei 3.000 plus das Auto? Das Auto hat 1.000 gekostet. 4.000 für einen kompletten Camper? Mhm, genau. Und dann habe ich halt nochmal, ich glaube 600 oder 700 für die Autogasumrüstung nochmal reingesteckt, aber die hat sich auch sehr schnell wieder Autogas? reduziert. Genau. Und ansonsten habe ich einfach von Orten, die ich halt schön finde, zum Beispiel auch Naturhölzer mitgenommen und daraus dann halt hier die Regale gebaut. Das war aber erst 1 Jahr, nachdem die ganze Box stand zum Beispiel. Ich bin halt 1 Jahr lang auch komplett ohne Einbauten rumgefahren. Da habe ich dann quasi aus Kisten gelebt. Davon hatte ich dann irgendwann halt genug. Und oben wird geschlafen? Genau, oben habe ich meine kleine Schlafkuhle. Das war mir wichtig, dass die 2 x 2 Meter hat. Das heißt, egal wie schräg das Kletter Auto mal hoch, steht. zeig mal. Haben wir dich jetzt gerade gestört hier, weil du hast ein Nachthemd an? Ja, ich habe gerade ein bisschen vorgeschlafen, weil ich noch ein bisschen weiterfahren möchte. Wo geht's hin? Im Moment bin ich auf dem Weg zum Dannenröder Forst, denn da ist jetzt gerade das Klimacamp und unterstütze die halt mit der Lebensmittelspende. Ich sehe da hinten Schnellverschlüsse in der Ecke. Ja. Warum? Das ist eine Besonderheit von dem Auto. Was für mich auch ein Grund war, neben dem Holzofen und so dieses Ding überhaupt selber zu bauen, war diese Funktion. Jetzt finde ich komm mal hoch. Nee! Das ist ja... Ich drehe durch. Was bist du für ein Typ? Ich drehe durch. Das Jetzt ist an der ja Autobahn gerade nicht so schön, aber im Sommer ist es natürlich ein Highlight. ein Cabrio-Camper. Das gibt's ja nicht. Also du hast... Von außen sah es schon sehr rostig aus. Aber ich glaube, du hast den coolsten Camper, den ich bis jetzt gesehen habe. Dankeschön. Das ist wirklich... Wenn du so viel reist, wo war es am schönsten? Zu Hause. Wo kommst du her? Aus der Nähe von Hannover. Okay. Aber ich finde, ich habe mein Zuhause gewählt und das ist hier. Das ist der Lebensweg, den du gefunden hast für dich. Ich bin mir dessen bewusst, dass es vielleicht nicht der Lebensweg bis zum Ende sein wird, aber für den jetzigen Abschnitt absolut. Das ist ein Mordsmobil, wirklich. Eine Frage muss kommen. Ja? Ist das zugelassen? Es ist zugelassen. Es ist vom TÜV abgenommen und das Beste ist unter 3,5 Tonnen. Also man kann hier mit einem ganz normalen Pkw-Führerschein fahren. Wahnsinn. Ja. Mein Lieber, ich wünsche dir viel Erfolg auf all deinen Wegen. Bleib so cool, wie du bist. Aha. Was ein Glück, dass wir dich getroffen haben. Ja. Also was ein Zufall. Also Wahnsinn. Ja. Echt. Also eine echte Inspiration. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Lukas, willst du mit mir überhaupt weiterdrehen oder lieber mit ihm? Nein, ich bleib hier. Wir müssen aber weiter, denn wir sind ja mit dem König der Luxuswohnmobile verabredet, Klaus Hühnerkopf. In Neukirchen baut er Megacamper um und veredelt sie. So, wir sind da im Wonderland für Wohnmobile. Da, wo die richtig fetten Wohnmobile umgebaut werden und gebaut werden. Beim Klaus Hühnerkopf. Mach mal hier. Boah. Ey, was ist das denn für ein Teil? Vielleicht lässt er uns da ja mal rein. Der war am Telefon schon total nett. Bin mal gespannt, der Klaus. Mit solchen fetten Schiffen. Boah. Das ist aber schon auch ein altes Schätzchen. Ach, guten Tag. Moin. Grüß dich. Moin, Friso. Klaus, grüß dich. Hi, ja. Ja. Danke, dass wir kurz vorbeikommen dürfen. Ich muss gleich fragen, darf ich da rein? Da darfst du rein. Ja? Ich zieh mal meine Maske auf und dann zeige ich mal, Bitte nach was dir. wir da dran machen. Das ist ein Fahrzeug, ist 21 Jahre alt schon. Ach, guck an. Sieht aber nicht danach aus. Ja, der ist neu lackiert. Kannst du gerne mal reingucken. Was macht ihr jetzt genau an so einem Den Fahrzeug? machen wir komplett innen drin einmal neu. Der hat hier Steinfußboden reingekriegt, Dünnscheintechnik. Ach hier, guck mal Ist hier. Fußboden, ne? Das ist Granit. Das ist echt Stein. Das ist echt Stein, das ist Granit. Aber das wiegt doch ordentlich. Nein, das ist Leichtbauer. Du kannst das runterkalibrieren bis auf 3 mm. Ne? 3 Millimeter. Ja, das sind wir komplett am Umbauen. Kriegt eine neue Küche, neues Bad. Das heißt, die Leute, die hier hinkommen, die behalten ihr Wohnmobil, lassen es einfach so im Prinzip einmal renovieren, wie man es zu Hause so macht. Genau. Das ist ja richtig Platz auch, ey.
Ja, das ist schon ein großer hier. Ein 10-Tonner, glaube ich. 10 Tonner? 10 Tonnen dazu das Gesamtgewicht. Hinten hast du 2 Schlafplätze vorne. Da vorne im Alkoven kannst du mit 2 Mann schlafen. Und hier die Dinette kannst du ja auch noch mal umbauen. Also hier kannst du auch noch mal 1, 2. Im Endeffekt kannst du mit 6 Mann hier in dem Auto ganz gemütlich schlafen. Gehört das in der Familie, oder? Ich meine, da ist ja schon ordentlich Platz. Ist ein Geschäftswagen. Ein Geschäftswagen? Ja, der ist auch, wie gesagt, ich glaube, über 20 Jahre schon gefahren worden für ein Unternehmen. Klasse. Rein geht's in die heiligen Hallen, oder? Bitte. Dann tretet mal ein. Oh, ich werde verrückt. Was ist denn das? Also ich wusste ja, dass du große Wohnmobile, das hört ja gar nicht mehr auf. Wie viele Fahrzeuge hast du denn aktuell hier? Ich glaube insgesamt 12 Stück. Da muss ich ja wirklich mal fragen, dürfen wir das betreten? Darf man mal reingucken, ja. Schuhe sind hier sauber. Schuhe sind sauber. Also bitte dreht mal ein. Das ist ja abgefahren. Ja. Das ist das für dich auch immer noch so ein Augenblick, wenn du hier reinkommst, dass du sagst, oder ist das für dich jetzt einfach nur noch ein Fahrzeug? Ja, nee, also ich meine, ich lebe das schon. Ne? Das Reisemobilfahren lebe ich. Es gibt ja auch immer wieder, es kommen ja immer wieder neue Fahrzeuge her, andere Fahrzeuge. Wir bauen ja für alle Hersteller in Deutschland um. Was machst du jetzt an diesem hier aktuell gerade? Der bekommt hier ein bisschen Elektrotechnik, Kameras umgebaut, so ein paar Kleinigkeiten und halt in die Garage. Der hat hinten eine Smart-Garage drin. Eine Smart-Garage? Für ein Auto? Für ein Smart, ja. Für ein Auto. Und der bekommt noch zusätzlich in die Mitte ein Verladesystem. Das baue ich ein für Motorräder, für eine Harley. Boah, das sieht ja schöner aus als bei mir zu Hause. Das ist ja... Ja, ich weiß ja nicht, wie es bei dir zu Hause aussieht. Ja, auch schon jetzt nicht so schlecht, aber das hier? Ja gut, das ist schon eine Top-Liga. Das ist ja... Jetzt muss ich mir mal die Garage zeigen, jetzt bin ich gespannt. Ja, gehen wir mal hinten raus. Campst du selber noch, Klaus? Ich campe selber, ja. Ich mache das schon über 30 Jahre, bin aber beruflich auch dazu gekommen. Das hat ein bisschen damit zu tun gehabt. Ich habe damals nach der Grenzöffnung in den neuen Bundesländern viel gearbeitet und da war mit der Hotels halt schwierig. Und so bin ich eigentlich auf Reisemobil gekommen. Und habe dann nachher angefangen, die Fahrzeuge umzubauen. Hier kommt noch Smart rein. Hier ist ein Smart drin. Ne? Und dann kommt jetzt hier das Verladesystem, baue ich in die Mitte ein. Ach, da kann auch ein Motorrad dann rein. Kommt der Vorderreifen rein? Da kommt der Vorderreifen rein, das fährt automatisch, geht elektrisch, fährt das runter. Dann kannst du dann, hier kommt eine Harley, eine 450 Kilo wiegt die. Natürlich, eine Harley da hinten rein. Und dann hast du in der Mitte, wird die dann reingezogen. Und was mit dem, kriegt der einen Hubschrauberlandeplatz da? Nein, der kriegt keinen Hubschrauberlandeplatz. Den sind wir noch mal ein bisschen am Umbauen. Das ist so ein Allradfahrzeug, ein Dreiachser Volvo. Wem gehört denn so ein Fahrzeug? Also das ist ja, oder was macht man damit, besser gesagt? Ja, das sind so Weltreisende, Leute, die Weltreise machen wollen. Ja, also der hat hinten noch zusätzlich ein Fahrzeug mit dabei. Der hat noch ein Fahrzeug dabei? Ja, hier ist auch, hier ist so ein wie so ein Quad oder so ein Side-by-Side. Ach, so ein Mini-Auto. Wo du so nebeneinander sitzt. Und dann kannst du halt hier hinten die Verladebühne, kannst du dann runterfahren. Bei dem ist das so, da sind die Ersatzräder noch mit da dran und dann geht die Klappe auf und dann fährst du dieses Side-by-Side drauf. Und hier sind noch die Sandbleche mit dran. Also normalerweise kennen die Leute mich, dass ich die ganze Zeit am Quatschen bin eigentlich, aber ich bin sprachlos. Warum hast du denn hier ein Loch eingerissen? Ja, warum mache ich da ein Loch? Das ist ein Slideout nachträglich. Baue ich einen Slideout ein. Ach so, so ein Teil, was rausfährt, damit es noch größer wird. 50 cm. Das wäre mir auch ein bisschen zu eng da drin, wenn ich ganz ehrlich. Ja, Lukas, oder? Ist ein bisschen klein, ne? Bisschen klein, ja. Ja. Der ist nur 10 Meter und der ist 12 Meter lang. 12 Meter. Wie lang dürfen die sein? 12 Meter ist in Deutschland. Das heißt, das ist so das Größte, ist das Maximum, was in Deutschland zugelassen ist. Gibt es dann halt noch als Dreiachser, das ist ein Zweiachser. Dreiachser hast halt die Vorteile, wenn du eine Lenkachse hinten hast, lässt er sich ein bisschen schöner fahren, ne, von der Sache her. Aber das ist jetzt hier 12 Meter. Der ist hier hinten, bekommt der umgebaut. Hier steht ein Porsche drin. Ne? Also die 9er Serie, wie sagen wir mal 9, 11er aufwärts. Da ne? Kannst du Porsche reinfahren. Und er hat halt hier zwei. Ja, was heißt, da kann Porsche? Da kann ich mit der Pamela reinfahren. Ja, ich zeig dir das mal. Mit der Pamela kannst du fast reinfahren. Also hier passt Porsche rein und Mini Cooper. Geht auch. Ne?
Und da hast halt den Vorteil hier, ich zeig dir das mal. Du kannst die Plattform rausfahren. Kann man da drauf? Da kann man drauf gehen, ja, kein Problem. Also wenn es dich nicht aushält, hältst du den Porsche auch nicht aus. Ist ja. Und wofür ist der Außenborder hier? Der Außenborder, der wird hier mit eingebaut. Also der hat hier 2 Lifte drin. Da sind wir gerade am Einbauen. Vorsicht da. Hier kommt einmal ein Schlauchboot drauf. Und da kannst du die Fahrräder, also kommt ein zweiter Lift schon. Da oben ist schon die Konstruktion, wenn du das siehst, ist schon dran gebaut. In der Mitte haben wir eine Seilwinde dran gemacht, damit du den Außenborder dann auch hochheben kannst, dass der auf dem Lift hier drauf passt. Und dann kannst du das wieder nach oben fahren. Klaus, gibt es denn da irgendwie noch Grenzen eigentlich, was du baust? Es gibt, ja, physikalische Grenzen gibt es, aber eigentlich sonst nicht. Nach oben sind keine Grenzen. Also ich meine, eins steht fest, alles das, was ich mache, braucht kein Mensch eigentlich, aber es gibt viele Leute, die das mögen. Ich meine, die kommen im Endeffekt, machen wir ja weltweit, kommen die Leute von überall her. Was sind denn das für Menschen, die sich solche Wohnmobile bei dir umbauen? Also ich meine, da spielt Geld schon irgendwo keine Rolle mehr, oder? Ja, das ist schon so, ja. Das sind aber ganz normale Menschen, auch alles nette Menschen. Also, das glaube ich. Ist überhaupt kein Problem. So, könnt ihr mal reinkommen, dann fahren wir mal den Slideout raus. Ach, der hat auch einen Slideout? Ja, der hat einen Slideout. Hier sieht man es mal fertig. Gut. Oh, es bewegt sich tatsächlich. Er bewegt sich, Wie ja. viel Quadratmeter macht das aus? Das sind 1,5 Quadratmeter. Ist halt bei so einem Fahrzeug ein Mordsraumgefühl. Was war denn bis jetzt der verrückteste Wunsch, den du hattest, Klaus? Tja, das weiß ich jetzt auch nicht. So einfach kann ich dir das gar nicht beantworten. Ich mache das jetzt schon so lang. Aber ja gut, wir haben Badewannen schon eingebaut. Wir haben alles Mögliche schon in Fahrzeuge gemacht. Ihr habt Badewannen eingebaut? Badewanne habe ich schon rein. Gepanzerte Autos haben wir gemacht. Gepanzerte Autos? Ja. Wer braucht denn ein gepanzertes Fahrzeug? Also darfst du das überhaupt, darf man das in dieser Preisklasse überhaupt noch erzählen? Darfst du uns das erzählen? Wer braucht das? Wer ein gepanzertes Auto braucht, ist jemand, der Angst hat. Öffnen. Das ist ja wie zu Hause. Ja. Ich habe mir zu Hause einen Staubsaugroboter gerade gekauft, Klaus. Das wäre auch was hierfür, ne? Ja, das geht hier auch. Gibt welche, die haben kleine Staubsaugroboter laufen und so. Das war ein Scherz von mir. Nein, das sind keine Scherze. Warum soll das hier nicht drin funktionieren? Die Leute, hier, die Kleinen, die laufen auch hier durch. Ja, gibt es auch Leute, die haben sowas. Aber das ist jetzt hier schon so dein größtes. Ich habe auf dem Stellplatz bei mir noch einen größeren stehen. Den können wir uns angucken. Okay, jetzt weiß ich, was er meint. Das Teil ist mal echt groß. Boah, das ist aber ein Monster hier, du. Ja. Der glänzt auch so schön. Ja, ist alles in Edelstahl. Alles? Komplette Autos in Edelstahl geschweißt. Der wiegt Hier dann ist aber auch richtig, verchromt. oder? Ja, ja. Ja, über Gewicht. Über Gewicht reden wir nicht. 24 Tonnen. Aber 24 Tonnen? Ja, 24 Tonner wiegt leer, also mit oder komplett 23. Boah, guck dir den Boden an, das ist ja... 23. Ja, die Erker, hier die Slideouts sind jetzt eingefahren, die kann ich auch gerade nicht rausfahren, weil das ist ein Kundenauto. Das ist gerade im Service, habe ich halt hier bei mir am Stellplatz stehen, weil momentan kein Platz ist in der Firma. Ja, ist ja schon voll bei dir, ne? Da steht alles voll. Das heißt, und den fahren wir komplett dann immer mit der Technik runter. Weißt du, die Batterien und so, das wird alles runtergefahren. Ah, deswegen ist hier okay. Das heißt, normalerweise ist hier noch viel mehr Platz. Ja, ja, du fährst das 80 cm aus. Einmal hier vorne. 80 cm hier vorne im Bereich. Und hinten, wenn er hinten rausgeht im Schlafzimmer, das Bett wird dann auch rausgefahren. Das Schlafzimmer. Apropos, Klaus, reden wir nicht drüber. Du hast mir jetzt sehr viele Das gibt's ja nicht. Wo reden wir denn da preislich bei den Dingern, die du mir heute gezeigt hast? Ja, das geht so los bei 350, 400 und das liegt so bei 1,5 Millionen. 1,5 Millionen? Ja. Mit einer goldenen Dusche? Das ist eine goldene Dusche? Eine goldene Dusche, goldenes Waschbecken. Ja, bei dem ist es ja so, dass das Grundfahrzeug liegt schon bei 400.000 leer, ne? Das geht ja hier noch weiter. Guck mal hier.
Ja, das ist auch, das Bett fährt da auch komplett auseinander. Also das kannst du rausfahren hinten, ne? Achso, noch Und mehr dann kannst Platz. du auch außen rum gehen. Das fährt auch 80 cm raus. Guck dir das an. Guck mal. Aber es ist halt jetzt Lukas. momentan schwierig, wie gesagt, wenn der komplett... Eine Waschmaschine. Eine Waschmaschine ist auch drin. Da siehst du, hier vorne sind auch Fernseher überall drin. Was ist das? Ein Safe? Nee. Achso, das ist Technik. 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 Das ist ja der. Hier fährt der Fernseher raus. Da kommt der Fernseher raus, ja. Was sind das für Menschen, die solche Wohnmobile bei dir bestellen? Welche sind dir am liebsten, sag ich mal so? Ja, die Leute, sag ich mal, die müssen schon mal auch bodenständige Leute sein. Also einer, der das Geld selber erwirtschaftet hat, der ist mir lieber als einer, der es geerbt hat, sagen wir mal so. Ne? Also der weiß, wo wie man selber ist auch alles lebt und das alles macht. Ne? Wir haben in der jetzigen Folge, geht es bei uns sehr hauptsächlich darum, wie viel Luxus braucht man beim Camping. Jetzt hast du mir solche Mega-Schiffe gezeigt. Was ist denn Luxus für dich? Also was für Luxus brauchst du beim Camping? Ja, was braucht man für Luxus? Wichtig ist doch bei der ganzen Sache, dass du Frieden hast und die Ruhe hast und alles drum und dran. Das ist eigentlich das Hauptgut im Leben. Ne? Und der Luxus, ja, wenn du eine vernünftige Toilette und alles mit hast und alles in Ordnung ist und kannst dich waschen, ist das ja schon Luxus. Ne? Aber das muss nicht ein Goldwaschbecken sein, das muss es nicht sein. Aber es ist halt so, das Menschenwille ist ein Himmelreich und ich erfülle halt den Menschen das Himmelreich, was ich halt, sagen wir mal, physikalisch noch hinbekomme. Ne? Ja, Klaus, vielen Dank erst einmal, dass du uns das alles gezeigt hast. Ich hab sowas noch nie gesehen. Das ist ja, und das mitten in Hessen. Das ist mitten in Hessen, ja, glaubt man nicht. Ne? In hessische Bier. Da wünsche ich dir deinen persönlichen Luxus, also Ruhe und ein bisschen Frieden. Ja, und Gesundheit. Und Gesundheit. Pass auf dich auf. Das mache ich, vielen Danke Dank. dir. Ne? Dann wünsche ich euch was. Bis dann, tschö. Oh, was war das denn für Wohnmobile? Irre, völlig irre. Zurück, willkommen auf dem Boden der Realität. Auch gemütlich bei Meine uns kleine hier. Pamela. Ich habe übrigens was ziemlich Cooles entdeckt. Für alle Leute, die vielleicht auch mal ein Wohnmobil mieten wollen oder mit dem Gedanken spielen, sich eins zu kaufen und noch nicht genau wissen, wie sie es bezahlen sollen. Es gibt nämlich so eine Art Carsharing-Angebot für Wohnmobile. Paul Camper heißt das. Und da gibt man einfach an, wo man gerade ist. Und dann werden einem hier die Wohnmobile angezeigt. Und Wohnwagen sind auch dabei. Zum Beispiel hier der Kastenwagen Kiano. So heißt der nämlich, der Kiano. So wie die Pamela halt. Und dann kann ich hier mir ein paar Bilder angucken von dem. Was für ein schönes Ding das ist. Hier steht der Preis ab 70 €. Und man kann auch die Leute kennenlernen. Ich habe da mal angerufen. Und da fahren wir jetzt einfach mal vorbei und gucken uns Kiano und seine Familie an. Auf geht's. Komm Pamela, mein kleines Goldstück. Von Klaus in Neukirchen geht's für uns ins nordhessische Gudensberg. So, im Wiesental. Was ein schöner Name, oder? Ah, da ist er. Guck. Das sieht doch schick aus. Ungefähr Pamela-Größe. Ja, schickes Ding. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ach, guck mal, wer da ist. Lukas, wir werden schon empfangen. Oh. Hallo. Hallo. Sag mal Mama und Papa, dass wir da sind. Mama. Hallo. Na? Jetzt müssen wir mal eben kurz fragen, wer seid ihr denn? Jannis, richtig? Ich bin der Jannis, genau. Hallo, ich bin Janine. Janine und? Das ist der Leopold. Muss erst mal seine Jacke anziehen. Und wer bist du? Elina. 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 So. Brauchst Komm gar mal nicht her. so schüchtern sein, Mäuschen. Oh. Der sieht noch so neu aus. Ja. Gutes Stück. Darf ich mal eintreten? Doch gut gepflegt, ja? Du komm mal raus. Dann Oh, guck mal hier. Oh, nein, das ist schon ein bisschen Luxus, ne? gieß drauf. Ein bisschen. Ach, guck mal, das ist ja cool. Ja. Der sieht noch so neu aus, wirklich. Naja, und der wird regelmäßig sauber gemacht, gut gepflegt. Ja. Mein Mann hat da ein Händchen für.
Und Doppelstockbetten, das heißt wirklich mal für 4 Leute, ne? Genau, das war uns beim Kauf damals sehr wichtig, dass wir einen finden, wo wirklich 4 Leute drin schlafen können. Und hier kommt bitte Kochinsel. Warum bietet ihr den jetzt bei Paul Camper an? Also ich will ganz ehrlich sein, ich hätte ein bisschen Angst, dass jemand mir, so ein Typ wie ich, einfach jetzt euer Wohnmobil kaputt macht. Kann ja mal passieren, ne? Ja, natürlich. Also so ein bisschen Vorbehalte hatten wir da am Anfang schon. Wir machen das im Prinzip, um einfach ihn ein bisschen mehr auch auszulasten und natürlich, um ihn auch ein Stück weit zu finanzieren, also den Unterhalt zu finanzieren. Und das klappt? Das komplett nicht, aber es ist ein Zuschuss. Guck mal, Lukas. Das ist hier schon ein schönes Bad auch. Genau, das ist mit richtige Dusche. Also man kann drinnen duschen, muss man nicht. Also wenn man Möglichkeiten hat, woanders zu duschen, dann ist es woanders etwas bequemer, aber es geht. Und was kostet das jetzt? Das stand drin ab 70 € die Nacht. Genau, das ist ein bisschen saisonabhängig und das kann zwischen 70 und 120 € kosten. Okay. Das ist dann aber inklusive Versicherung auch. Ja, im Gegensatz zum kommerziellen Camping haben wir halt einfach die Einrichtung dann schon drin, die man dann eben, also die Teller, die Tassen, Kochtöpfe. Wir bieten auch an, dass wir den Grill mitgeben. Gasgrill wir haben so einen dabei. kleinen Campinggasgrill. Ach so, und das ist alles im Preis inklusive. Das musst du ja beim normalen Verleih eigentlich normalerweise nochmal dazu immer alles bezahlen, ne? Genau, das ist alles mit drin. Und wo wart ihr selber jetzt schon mit eurem Wohnmobil? Wir waren in ganz Deutschland im Prinzip unterwegs. Die ersten Touren waren in Österreich. Ja, ich hatte das neugeborene Kind. Genau. Habe fremde Wanderwege erkundet, in der Trage oder im Kinderwagen. Und dann waren wir in Schweden waren wir auch unterwegs und in Dänemark. Und Ihr habt den ja so neu gekauft damals. ja. Ja. Und mit diesen schicken Streifen drauf, alles so? Nee, Das ist natürlich selbst designt. Echt und jetzt, ja? Mit einem bisschen Hilfe von dem Folierer und der hat uns das dann geplottert und angebracht und wir wollten dann doch so ein bisschen was Spezielles haben, was dann unser ist und auch so unser Hobby ein bisschen kennzeichnet und ja. Was ist für euch, ich meine, ihr seid jetzt eine junge Familie, habt euch selbst einen Camper gekauft. Was ist für euch Luxus? Also am Camping an sich, finde ich, ist der Luxus einfach die Flexibilität zu haben und auch mit den Kindern gerade dann flexibel entscheiden zu können, hier gefällt es uns, hier bleiben wir oder wir fahren weiter, fahren woanders hin und man einfach auch nicht, wenn das Wetter schlecht ist, dran festgenagelt ist, ich muss jetzt irgendwo bleiben, sondern dann fahre ich halt doch in den Norden oder in den Süden, da wo es halt schön ist. Das ist, finde ich, der Luxus am Camping insgesamt. Campingplätze haben auch ganz tolle Spielplätze und häufig richtig gute Angebote für die Kinder. Geht ihr gerne campen? Warum gehst du denn so gerne campen? Weil ich dann woanders schlafe. Ist aufregend, ne? Ja, klasse. Dann wünschen wir euch erstmal ganz, ganz viel Glück beim weiteren Reisen. Dankeschön. Beim Vermieten. Vielen Dank. Und ja, passt auf euch auf, ne? Ja, auch. Dankeschön. So. Tschüss. Das war ja mal wieder richtig spannend. Oder? Was für eine lustige Folge. Camping-Check. Ganz ungewöhnlich irgendwie. Wir wollten ja eigentlich wissen, ich park schon mal auf, Lukas, geht ja gleich weiter. Wir wollten ja eigentlich wissen, wie viel Luxus braucht man beim Campen. Und ich dachte eigentlich, es geht um materiellen Luxus. Aber wenn man jetzt noch mal so ein bisschen aufgepasst hat, die Leute, denen geht es nicht um materiellen Luxus, sondern denen geht es einfach um das Gefühl. Also es geht um Freiheit, Zeit zu haben, Flexibilität und ja, dass man dann eigentlich, was für ein Wohnmobil man dann hat, ist beinahe so ein bisschen egal. So, wir sind auf jeden Fall fertig mit dieser Sendung vom Camping-Check. Wir fahren jetzt erstmal weiter, ne? Ja, Lukas? Noch eine Runde. Parken erstmal hier aus. Euch erstmal eine ganz schöne Zeit. Bleibt gesund. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und wir gehen mal noch ein paar Plätze entdecken, würde ich sagen, Luki. Jeden Fall. Ich pack das Fernweh, du willst einfach weg.